Alter Schwede. Das war ganz schön bitter, ey. Da hat mir aber... Das Handy hat mir meinen Arsch gerettet. Hallo von der Roten Couch hier im Berliner Ritter Butzke. Oder in der Butzke, ist das die Butzke? Oder Rita. Wo ist denn Rita? Wir sind Digitalism, sind aus Hamburg und seit 2004, sag ich mal. Richtig. Naja, so lange machen wir schon Musik. So lange gibt es schon Platten von uns. Und heute gucken wir uns mal ein paar Sachen an, die wir so auf unsere Kanäle losgelassen haben online. Mal sehen, was das so war. Ich muss niesen, ich muss mal ganz kurz aus der Kamera. Es ist ja Winter. Wir sitzen hier fast, ja, oder es ist im tiefsten Winter. Tiefer geht es eigentlich gar nicht. Ich bin krank. Da brauchst du ein Taschentuch. Nee, habe ich selber, danke. Ja, wir können mal gucken. Wir haben hier so eine kleine Auswahl nur für uns. Vorbereitet. Die können wir uns ja mal... Das zum Thema Kapitalisierung der Social Media Channels. Da hatten wir schon Social Media. Ja. Das ist ja alles klar. Das sieht mir ganz nach einer 2011er Albumtour, Live-Tour aus. Ich weiß sogar wo. Ja? Ich weiß auch wo. Das war in Österreich. Ja, genau. das war Urban Art Forms. Das mussten wir einfach machen, das Foto. Das war im Backstage. Das war, glaube ich, vor der Show. Warum hast du denn da einen Schlüpper auf? Wahrscheinlich war es kalt oder so. Ey, ganz ehrlich, das ist Paul Frank, ne? Also da gab es Sonnenbrillen und Unterhosen. Stimmt, und ey, hatten die wahrscheinlich, haben wir die da auch alle auf oder so. Richtig, deshalb halten wir die auch alle auf. Und Da, wenn man reinzoomt, sieht man auch im Hintergrund noch, wer das Foto gemacht hat. Richtig. Weil da ist ein Spiegel. Ja, ist doch toll, ne? Sollte jeder mal also ich machen, würde jetzt auch gerne reinzoomen, aber ich bin krank. Ich will Ah, ist ja okay. Guck mal, das war echt... Das kann man ja gar nicht lesen. Thanks for eating me out for 1.5 hours. Das ist, naja, das ist ja wahrscheinlich mit, wie heißt denn sowas? So Lebensmittelfarbe. Das ist Zuckerguss. Ja, und dann macht man noch da diese, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt war. Das ist definitiv Zuckerguss. Und danach. Aber es ist ja der Boden einer Tortenform quasi. Richtig. Und das muss 1,5 Stunden gedauert haben. Ich denke mal, das war wichtig, dass die Leute das auch wissen. Ich glaube, das war in Washington. Da mit 2011 Albumtour. War da auch Geburtstag vielleicht? Oder? Nee, da haben wir aber echt eine Menge Kuchen gekriegt, selbstgemachten, auch im Backstage. Da waren die echt nett. Um 39. Ja, U-Haul war, ich weiß gar nicht mehr. Nee, das war 39. 39? Ja. Das war cool. Wo Conny und ich, wo der Backstage so derbe groß war mit den Doppelbetten quasi. Das war, Das nee, war 39, das war cool. Stimmt, da waren wir, ja, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Ja. Das ist auch aus Berlin, ey. Das ist am Potsdamer Platz. Ja, da haben wir einen Preis gekriegt für bester Live-Act, national oder sowas. National. Was war das? Musikexpress. Musikexpress. Allerdings, und da mussten wir danach noch im Astra spielen, allerdings war die Kategorie direkt vor unserer bestes Deodorant oder irgendwie so. Richtig. Das war dann Axe. Was das genau sollte. Aber dann war das und keiner von den Leuten, die da saßen, kannten uns irgendwie, aber dann hoffentlich danach. Und dann haben wir nochmal uns bei allen bedankt, irgendwie auch bei der Crew und so. Ja. Schon? Das war ausverkauftes Astra, glaube ich. Das war ausverkauftes das war sehr cool, das war auch bei der letzten Albumtour. Aber irgendwie hat immer Easy die Mützen auf, wa? Du trägst gar nicht so gerne Mützen? Da ist... Jetzt hat er mal Cappies. Ja, ich habe Cappies, aber die auch eher so im Urlaub dann irgendwie. Ja? Ich habe ja Urlaub. Aber ich weiß gar nicht, warum, das war doch im Sommer. Nee, das war im Oktober oder sowas. Das ist Lanzarote, ne? Das ist Lanzarote. Super Insel. Wir schicken uns ja manchmal, wenn wir so unterwegs sind, auch so, ohne zu spielen, schicken wir uns Fotos hin und her. Und das ist hier, das ist ja in der Mitte, ist das gespiegelt, aber das ist Lanzarote. Das ist eine super Insel, das sieht aus wie auf dem Mars da. Das ist echt cool, fand ich super. Das war von diesem Jahr. Das war, Das war, als wir unsere Kitsune Tabloid Mix-CD gemacht haben. 2.8 war das? Ja, das war 2.8. Mix-CD, genau. Du hast doch gut im Kopf, ey.
Ah, Das war, hallo, Warum? was denkst du denn? ey. Auch wenn ich krank bin. Jetzt ey, weiß was ich soll nichts das mehr. sein? Jetzt weiß ich, ja, 2008. Und das war das Foto dazu, das Pressefoto. Ja, Das sollen Wo habt ihr da Äpfel? Tomaten sein. Tomaten. das war damals die Idee von Kitsune. Ja, das sind Tomaten. Da war auch Tomaten im Tomatenmarkt, glaube ich. Das auf dem ist Cover sogar- drauf, von der, Tomatenmark. ja, ist super. Das war sogar Also es ist kein Typ, sondern diese Tube. So. Okay, aber warum? Was war da der Hintergrund? Wisst ihr das? Nö, die fanden Tomaten ganz geil. Vielleicht hatten die richtig Bock auf Tomaten 2008. Vielleicht war das auch die Farbe da gerade in dem Jahr. Das Das ist doch. war, Das ist ein Fanfoto. ja genau, das ist gleich eine ganze Serie. Da wurde ich fotogebombt. Also das ist echt so eigentlich total Genau. aufdringlich, muss ich auch sagen. Ne? Das geht gar nicht, finde ich. Obwohl, eigentlich hast du die ja gefotobombt. Man sieht auch Ich oben weiß. rechts. Erzähl dir nix. Das war echt Tomorrowland, Ey, ne? ja, das könnte gut sein. Ne? Ja, da konnte Jens nicht, weil Da war ich irgendwo, oder weiß ich gar nicht mehr. ich Ah, weiß, ja, wo du warst, aber Tomorrowland. das kann ich jetzt nicht sagen. Tomorrowland konntest du nicht. Achso, ja, das ist ja auch. Das hatte private Gründe. Da konnte Jens nicht. Ja, na, Da lacht schöne er. Serie. Könnte man ein Gift draus machen, heutzutage. Oh ja, das war eine krasse Tour. Das war damals, als wir in Peking für Dings gespielt haben, in Shanghai, wo wir auch keinen Smog hatten in Peking. Ja, nee, das war eine coole. Wie hieß der Promoter nochmal? Ich hab ihn am Telefon. Nee, ja, die machen gute Veranstaltungen da. Genau, und von da geht's dann nach Tokio noch und so weiter. Und nach Peking ging es rüber von einer US-Tour. Oder umgekehrt? Nee, von einer US-Tour, genau. Also wir sind zuerst USA gewesen, dann sind wir rübergeflogen nach Peking Ja. und dann sind wir nach Shanghai, von Shanghai nach Tokio und dann Ja. zurückgekommen. Da waren wir, glaube ich, 6 Wochen unterwegs und hatten in den 6 Wochen, glaube ich, 5 Aber- Wochen Gigs oder so. Ach, das war das Ding. Ich wollte gerade sagen, SJU, das ist doch Dings, da haben wir noch Electric EDC, EDC Puerto gespielt. Rico gespielt. Genau. Das ist SJU. Jiggedy, jiggedy, Ja, jiggedy, 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 jiggedy. ja, das ist doch ganz cool. Das Man war- muss sich das ja auch mal so Daran erinnere ich mich, oben angucken. das war auch nicht geil zu fliegen, weil zu dem Zeitpunkt war derbe was los in Houston. Wir müssen über Houston fliegen, glaube ich. Und da war dann so ein bisschen Sturm und Hurricane und so und dann, Keine Ahnung. egal. Guck mal, hier haben wir 2 Stücken Fleisch. Die wurden da Das war das Prag. war in Prag, das war so ein Restaurant, eins von diesen, Neben dem Roxy. ja, wo man Ein Steakhouse. So, ja, wo man so mit am iPad bestellt und die haben dann so auf Facebook, das Steak hat 2 Likes auch schon und so weiter. Oder So ein bisschen so das moderne Glas Wein hat Influencer. 1 Like oder irgendwie sowas. Abfahren. Ja, genau, eigentlich so wie ihr hier. Und die hatten sogar Steaks als Ausstellungsstücke da. Es war total komisch. Irgendwie. Das fand ich Aber auch konnte schon man machen. Und war das fancy? War das ein Artist-Dinner oder war der... Das war ein Artist-Dinner, Das war alles Dinner, ja. weil wir im Roxy gespielt Ja, haben. Roxy war richtig cool. Roxy war Das ist echt ja ein legendärer Club. Also so, man konnte die einzelnen Sachen auf der Karte halt auch so liken. liken und sharen und so. Das ist so total unnötig. Ja. Das war unser Drummer. Der hatte wahrscheinlich Conny hatte zu viel geschlafen. bisschen, ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat halt zu viel Wasser getrunken oder so. Ey, kann das der Arm? Das war ja, das ist ja richtig fertig. Super, mehr davon. Conny. Ja, solche Nächte gibt es ja mal, ne? Also, Nee, so. vor allem, wenn man dann irgendwo im Tourbus ist oder so, und dann kommt einer von der Seite, macht ein Foto. Ich glaube, das war ich. Es tut mir leid, Conny. Naja, nee, die Tour war richtig cool auf jeden Fall. Das war so die vom letzten Album, so 2011 ungefähr. Was? War von Mate. Echt, Ah, ne? siehst du, ja, das war ein anstrengender Tag. Das war, da siehst du, da kann man auch, 2011. Kann man auch müde sein. Dann. Da hier, genau, da waren wir bei Real. Da waren wir beim Derby. Und zwar haben wir auf einem Festival gespielt in Madrid. Und dann war das halt so, habe ich rausgekriegt, dass da ein Derby ist. Real gegen Atletico Madrid. Und dann habe ich zu Pete gesagt, Pete, unser Tourmanager, meine ich so, Pete,
wir brauchen 3 Karten, weil wir da jetzt echt zum Fußballspiel hingehen müssen. Und die Veranstalter waren so nett, dass sie uns noch eine private Führung organisiert haben, komplett durch Stadion und so. Das war echt ein toller Tag, auf jeden Fall. Das war super. Ja, das war cool. Da mal so Durchs Museum und so. Und warum siehst du da so gestriegelt aus? Ich sehe, dass du gerade von der Hochzeit kommst. Klar, ich sehe immer so aus. Was soll das denn? Ja, ja. Ah, ja. Das war im Sommer. Das war im Sommer, ja. Nee, keine Witze. Was haben wir hier? Ach, Ja, hier. das hat wehgetan, ey. Mückenstich und Tattoo. Ja. Ja. Was war dein schmerzhafter? War das hier bei Der den Mückenstich. Mexikanern in San Diego, oder was? Ja, das müsste Wahrscheinlich, ne? Da, Bisschen mehr, ich kann mich das nicht war, dran erinnern. Ich weiß gar nicht jetzt genau. Ja, Aber ist das dein Arm gewesen oder war das hier von Dings? Nee, das Wie war heißt ich, der glaube ich. nochmal? Es gibt auch so, naja, Henna-Tattoos oder so heißt die, glaube ich, oder? Nee, das sind richtige. Der Tipp kostet aber was, ne? Es gibt in Deutschland so einen Hersteller, der macht dann sozusagen auf bestimmtem Papier kann er Tattoos machen und die kannst du ja auf die Haut draufkleben. So da wie damals. Wiener Bravo, oder? Ja, genau. Also Nazi-Tattoos. Richtig. So. Das war eigentlich nur so gedacht, damit die dann richtig gestochen werden können. Weil das dann genau klar ist, wie das zu stechen ist. Das war der Das war die Vordruck. Idee dahinter, ne? Sozusagen. Und wie viele Leute haben das gemacht? Wahrscheinlich 8 Millionen oder so. Na, bis die Tattoos alle waren, ne? 8,2 bis 8,3 Millionen Habt ihr ungefähr. denn selber Tattoos auch? Habt ihr euch stechen lassen? Klar, ich lasse mich jeden Tag stechen. Bitte. So. Ja, hier haben wir. Das ich war- weiß gar nicht, wo das war. Das war in Amerika. Ah ja. Das war von der Hardtour. Ja, alles klar. Crazy 2011. USA. Nee, das war 2011, stimmt. Und hier wieder ein Foto von Easy. Ja, aber wer hat das gepostet? Das können wir nicht gepostet haben. Definitiv nicht. Aber wenn ich so aussehen soll, bitte, ist gar kein Problem. Ich habe aber. Das ist doch von eurem Facebook oder so. Die Frage ist, wo hast du das schon wieder her, ne? Ach, der Gesichtsausdruck ist auch. Eigentlich solltest du die Lizenz dafür freifragen, ne? Weil es ist halt, du benutzt fremdes Material. Das sieht auch gefährlich aus, wenn ich was ich da benutze. Uiuiui. Oh, das Ja. ist auch gut. Wir gucken mal. Das war echt an meinem Geburtstag. Japan in Osaka. Das war an meinem Geburtstag 2014, Backstage im genau. Onsieme. Ist das Onsieme? Ja. Ja, da war. Also wir sind meistens auf Isis Geburtstag rum in Japan. Immer so eine Was für ein Woche vor oder Zufall, ne? danach irgendwie Ja. so. Irgendwie ist das immer dann, ist wieder die Zeit. Da waren wir dann auch mal wieder da. Und zum Geburtstag habt ihr denn das King-Size-Bett bestellt? Das Prozess- Nee, das das ist so ist ein der Backstage. Sofa-Dings irgendwie. Okay. Das, was du siehst, ist echt komplett der Backstage-Bereich vom Club. Ja. Da ist dann noch so ein Tisch davor. Und das ist so ein Sofateil. Und warum ist das so satanmäßig? Das ist Weil normal. die da Bock drauf haben. Oder ist es so eine spezielle Bestellung von euch zum Geburtstag? Da wollen wir keine Auskunft. Da drüber wollen wir und können Können wir wir. auch keine Auskunft. Da müssen wir den Rider noch hacken. Alter, Das ist Hamburg Hafen City, das war ich. U4, Alter. Richtig. Ja. Wenn man in Hamburg ist, sollte man definitiv die U-Bahn nehmen, vor allem die U3. Aber auch die U4 ist ganz cool. Man kommt bei der Hafen City raus und das haben sie echt super hingekriegt, finde ich. Und ich musste halt davon mal ein Foto machen, weil Bin da immer noch nicht lang gefahren. Warum? Das ist Ich habe mich ganz die geil. ganze Zeit auf U4 gefreut. Neue Linie und bin noch nie damit gefahren. Aber ich finde es cool, weil so ein paar neue Sachen bauen finde ich mal gut. Ne? Also quasi ein geglücktes Bauprojekt. das ist da. Ja, U-Bahn ist immer gut. Vor allem im Sommer ist es der Hammer. Das ist auch ein richtig langer Weg. Oh, das haben wir aber nicht gepostet, ey. Das ist auch schon wieder Das ist doch fake, alles ey. von euch hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll oder ob Ich die habe dich grad keine. Ich weiß verarschen, ey. nicht, worum es da Die genau verarschen geht. dich, ne? So ein Aber Johnny Rotten, Punk, Rock, Alec Empire, Hardcore Punk, jetzt Metal Dance Punk. Alles klar. Da weiß ich Bescheid. Hier, das war die Dreharbeit zu Kevin Alleins Haus. bisschen. Richtig. Für den dritten Teil. Der wurde nicht mehr, den haben sie nicht mehr, Haben sie nicht mal ausgestrahlt, da hat das Budget nicht mehr gereicht. genau. Dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das nicht ausschauen wollt, dann strahlen wir das selber aus. Und daraus wurde dann das Two Hearts Video. Ja, das hat wir in London gedreht. Das war Richtig. das muss ja dann war das auch 2.11 wahrscheinlich. Ja, in der Green Box in London.
Bei Wimbledon da. Anders und ohne Brille aussiehst. Ja, ich habe die irgendwie erst so seit 1-2 Jahren irgendwie im Alter dabei. Es ist aber auf jeden Fall einfacher, wenn ich irgendwie Klar, ey, wenn er mich ständig die ganze Plattform Zeit sehen muss. 12 gucken will oder so, weißt du, wo die Bahn abfährt, das geht halt manchmal schneller. Das ist auch ein altes Foto von uns. Sozusagen, Das war, wir sind die Zukunft und das vor ist die der Gegenwart. Sauf- und Fressorgie, glaube ich. Bei mir. Die wir da bei die Yin und Yang. Ne, das Yin ist und ja- Yang, ganz wichtig. Und das ist auch noch ein Foto ohne Mütze, Mann. Richtig. Ja. Also ich kann sie auch gerne abnehmen, aber ich hoffe, du hast einen Kamm mit. Müsste ich eigentlich, weiß ich nicht. Alter das Schwede. war, Das war ganz schön bitter, ey. Da hat mir aber... Das Handy hat mir meinen Arsch gerettet. Das war in London irgendwann im April oder Mai ja, letztes Jahr, ne? letztes Jahr. Da haben wir... Welchen Club haben wir gespielt? Lightbox. Lightbox. Im Süden. Und da oben gab es dann eine Treppe, die dann durch Kondenswasser so nass geworden ist, dass an dem Abend bestimmt 20 Leute drauf aufgerutscht sind. Bei mir ist es glimpflich in die Hose gegangen, weil ich mein Handy hinten hatte. Und das hat mir wirklich meinen Arsch gerettet, weil danach hatte ich meinen Arsch geprellt und ein paar andere Sachen auch noch. Und das Handy hat mich vom Meer bewahrt. Aber es war voll Man funktionsfähig, konnte ne? es noch benutzen, ja. Ich konnte anrufen, ich konnte alles. Hast du das noch? Ja, also Respekt. Ja, ist ja ganz cool. Das Ja, stimmt. hier, Alter. Das war im legendären Golden Pudel damals. Ja, Golden Pudel Hamburg. Da haben wir live gespielt mal. Richtig. 2006 Auf einem Sonntag. wahrscheinlich oder so. Auf einen Sonntag war das. Bist du Ja, das ja? cool, ey. Easy ist ja abgefahren. Klar, ey. Komplett ohne Bart. Ich kann gerne den abrasieren. Badbrasieren. Ja, das ist doch super. Da, ey. Guck mal, 2 Bier daneben. Richtig. Und der Mikrokork, Ja, klar. den wahrscheinlich jegliche Band der Welt hat, oder? Weiß ich nicht. Also der ist nicht für jeden so, weil die Tassen ja auch mini klein und so. Aber die hatten wir immer viel dabei. Bei vielen live Die sind super. Weil die halt, da kannst du noch ein paar Sachen daneben packen in so ein Flight Case irgendwie. Das ist, Meinst du, das ist der Erfolgsmodell, die Größe was denn? von dem Mikrokork? Diese Was? Größe ist der Erfolg davon? Ja, aber auch, ich finde, als Synthesizer ist der sehr gut. Also du kannst da echt derbe viel intern patchen und so weiter. Und die ganzen Presets haben wir von null auf programmiert immer für die ganzen Live-Shows. Und so. Das war ganz cool. Da hat sich jemand gefreut, da hat er seinen Abschluss gekriegt. Nee, das war ein Fan, der hat ganz lange Digitalism gehört und hat sich dafür bedankt, weil wir ihn bei seiner Uni-Zeit begleitet haben. Ja, das ist ganz geil. Voll nett. Finde ich auch. Ja, gucken wir hier nochmal. Ah, Wie immer, japanisches Geschenk. Ist immer Ja, ganz super, cool, ne? wenn wir da sind, dann kriegen wir sehr viele Geschenke, weil die Fans sehr, sehr loyal sind dort. Und die warten auch am Flughafen oder in der Bahnstation, egal, 5, 6 Stunden, das ist denen egal. Und dann gibt es immer Geschenke, das ist immer ganz süß. Und auch richtig tolle. das ist echt cool, ne? Das Bild. Kommen wir auch noch. Ja, geil. Ja, ey, super. Da gibt es sogar ein neues Bild, was demnächst hochkommt. Ich bin ja leidenschaftlicher Fußballfan. Du auch jetzt? Jein, ja. Ich guck's mir an und so weiter, aber ich bin jetzt nicht so lebenslänglich mega. Ja, ich finde aber in erster Linie geht es darum, Kids glücklich zu machen. Ne? Ja, genau. Also hier geht es ja gar nicht so wirklich um Fußball, sondern eher darum, dass die Kids alle mal so richtig ein glücklich sind. derbes T-Shirt haben. Trikot, ey. Und auch hier Kalkbrenner und K-Paul haben da auch, glaube ich, auch eine Fußballmannschaft, ne, die das supporten. Das machen, glaube ich, relativ viele, weil es ist ja auch was Gutes, ne? Es ist auch umso besser Gute eigentlich, Musik ist. wenn Paul Kalkbrenner und Kay Paul und so auch sowas machen. Also ich finde es super, also eigentlich müsste es noch mehr Leute geben, die sowas machen, weil es gibt ganz viele Vereine, die nicht so viel Geld haben, die brauchen echt was und ich glaube, die mal glücklich zu machen, ist was Schönes. Die freuen sich dann wirklich mal über so ein T-Shirt oder so. Ja, die Abschlussrede ist dann, wie gesagt, hat ein tolles Jahr 2015. Habt oder hat? Wir hatten. Genau. Wir und hatten ein ihr tolles Jahr. habt Noch. ein tolles Jahr 2016. Richtig. Was steht bei euch an? Gibt es irgendwas, worauf man sich freuen kann? Das kann man sagen. Wir spielen auf jeden Fall schon mal live und wir spielen live auf dem Hurricane Southside
darauf freuen wir uns immens und dazu tragen Jens und ich noch mit einer Überraschung bei und dann geht's weiter. Also das nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ganz, ganz wenige DJ-Sets geben, ausgewählte, und man wird überwiegend wieder live spielen. Und ich glaube, viele Fans können sich freuen, wir freuen uns auch. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Dann feiern wir heute geil Silvester mit den 2000 Ja, ab Luftballons. geht das, ey. Richtig. Also. Woohoo!